Ihr seht, Rita hat eine neue Tasse aus dem Legoland, aber ihr schmeckt der Kaffee heute nicht besonders. Das liegt aber ausnahmsweise mal nicht an meinen Kaffeekochkünsten, sondern an einer etwas anderen traurigen Nachricht. Und vielleicht habt ihr jetzt ein Déjà-vu, liebe Freunde. Rita und ich sind heute in die Lego-Stadt gekommen, um für euch das lang ersehnte Eisenbahnvideo zu drehen. Wir haben beim neuen Güterzug ein paar Verbesserungen vorgenommen. Es war wirklich das ein oder andere Teil falsch zusammengebaut. Jetzt läuft er ein wenig besser. Wir wollten euch da ein Update geben, wie ihr jetzt so in Wild City herumfährt, und wir hatten leider böses Erwachen. Ja, ich glaube, es ist einfach so, seitdem wir unsere wunderbare Stadt aufgebaut haben, erzittert die Erde einfach, weil sie bekommt Gänsehaut, weil wir so eine schöne Stadt haben. Ja, aber das ist nicht gut. Sehr schön ausgedrückt für etwas, was nicht besonders lustig ist. Wenn ihr schon länger Kanalabonnenten seid, dann habt ihr das vielleicht schon mal mitbekommen. Wir haben das Video nicht voraufgezeichnet und bringen euch denselben Mist jetzt nochmal. Es ist leider wieder passiert. Aber es ist das Nervige daran ist, dieses Mal war es zum Glück nicht so arg in dem Sinne, dass so viele Figuren umgefallen sind wie letztes Mal. Aber was nervig ist, wir haben ja diese wunderbare Verisolierung gemacht. Und da ist irgendwie so ein Zeugs drinnen eben zum Isolieren. Und jedes Mal jetzt, wenn so ein kleines Erdbeben ist, bröselt der Schwan jetzt auf unsere Stadt. Richtig, du hast das Kind beim Namen genannt. Ihr habt es wahrscheinlich im Videotitel gelesen. Wir hatten schon wieder ein Erdbeben hier in Wild City. Und zwar nicht, weil ich irgendwas unter den Tischen hier umeinander geschraubt habe und dann mit dem Kopf gegen die Platte gedonnert bin, sondern ein echtes Erdbeben. Es war dieses Mal so, dass es nicht Stärke 3,3 wie beim letzten Mal war, wo es mehr Schaden in Wild City gegeben hat. Dieses Mal war es nur, ich glaube, 1,1 oder 1,2, also relativ milde. Wir sind Gott sei Dank noch nicht am Andreasgraben angelangt, aber wir bewegen uns dorthin. Das letzte Mal hatten wir haben das nicht gefilmt, aber wir hatten tagelang zu tun, weil wirklich Bodenplatten, teilweise sieht man sogar noch diverse Reminiszenzen davon, aufgebogen wurden. Es sind Minifiguren umgefallen, noch und nöcher. Und das, obwohl wir eigentlich alle immer so professionell auf Jumperplates oder Noppen gestellt haben. Dieses Mal haben wir das eher weniger erlebt. Ein paar Minifiguren sind umgefallen, die hat Rita akribisch, wie sie ist. Auch wieder am Genau, Hedwig ist umgefallen oder besser gesagt heruntergefallen. Und was wir haben, und das ist schon wieder hier der Fall, also beim Hochhaus, da scheint eine ganz besonders tolle Gegend zu sein. Hier seht ihr zum Beispiel noch was, das Fahrrad hier hat es aus dem Fahrradständer rausgekippt. Unsere gesamte Stadt, teilweise schlimmer, teilweise nicht so schlimm, ist in so einen, ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera sehen kann, in so einen braunen Staub eingehüllt. Wir haben das schon mal gezeigt, genau an dieser Stelle. Wir haben dann mehrere Tage lang mit Swiffer Staubmagnet, mit einem Handstaubsauger und so weiter alles hier wieder in Ordnung gebracht, und es ist noch nicht lange her und jetzt stehen wir wieder da und die halbe Stadt ist wieder, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, eingehüllt in eine Staubschicht. Das Nervige ist, es gibt ja auch Leute, die gerne putzen, und ich gehöre definitiv nicht dazu. Und speziell, wenn wir hier sind, möchte ich halt doch eher bauen statt putzen. Der Christoph hat jetzt aber eine Idee gehabt, wo ich mir gedacht habe, vielleicht, ist das ein bisschen besser. Er wollte euch nämlich einladen zum Putzen. Die Frage ist, ob ihr das wollt, aber ich würde sagen, da können wir quasi eine kleine Umfrage ja auch machen in den Kommentaren. Christophs Idee war es jetzt nämlich, um mich zu motivieren, weil ich habe wirklich null Lust auf das. Also, keine Ahnung, ich weiß, manche haben da die mega Freude, wenn sie, sich austoben können, verwirklichen können und da Staubsaugen und Swiffern und was weiß ich was alles, aber nein. Und jetzt hat er sich gedacht, weil ja viele gefragt haben, ob wir einen Livestream machen aus Wild City mal, dass wir quasi einen Misch aus
putzen und mit euch unterhalten, wobei ich dann eher mit euch unterhalten wäre. Und so weiter und so fort, Livestream aus Wild City mal machen. Richtig, ja, das ist meine Idee. Wenn euch das interessiert, ist jetzt vielleicht nicht das allerspannendste Thema, aber das werden wir demnächst mal machen. Einen Putzstream zusammen mit euch, wo wir die Kamera, wir haben ja eine Webcam mit einem ziemlich langen Kabel, die können wir irgendwo etwas erhöht platzieren, vielleicht dort auf dem Hochhaus drauf oder vielleicht hängen wir die auch irgendwo auf. Und dann lassen wir die Kamera einfach mitlaufen, wenn hier sauber gemacht wird. Ich weiß natürlich nicht. Das würde mich auf jeden Fall motivieren. Oder etwas mehr motivieren, als wenn ich nur mit Christoph alleine hier am Putzen bin. Seht ihr, Rita ist lieber mit euch zusammen als mit mir. Es ist natürlich so, dass auch der Boden etwas schmutzig geworden ist. Ja. Das ist übrigens nicht von der Montage dieser Erweiterungsplatten. Vielen Dank übrigens für eure tollen Vorschläge. Wir werden die jetzt in nächster Zeit mal in aller Ruhe sondieren und anschauen. Wobei das hier ist von Rita, weil sie ja mit dem Kasten hier von der Wand etwas mitgenommen hat. Das habe ich noch nicht weggetan. Aber der Boden ist auch ziemlich schmutzig. Also wir müssen da überhaupt schauen, wie das vom Ton her ist, wenn wir da mit dem Staubsauger durchdüsen. Ja, zum Beispiel solche Dinge, die jetzt nicht besonders fix montiert sind, die sind teilweise runtergefallen. Und hier seht ihr es zum Beispiel. Es ist an manchen Stellen um einiges schlimmer als an anderen, was gut ist, aber es dürfte da trotzdem irgendwas im Dachstuhl, da ist, wie Rita richtig gesagt hat, so eine Art Sägespäne, Wollzeugs drinnen, was das Dach isoliert. Es ist wirklich sehr cool eigentlich, weil das Dach ja oder der Dachboden ja vorher fast unbenutzbar war. Jetzt haben wir das gut hinbekommen, aber natürlich für Erdbeben ist das hier nicht besonders gut ausgelegt. Das ist also das Update. Leider, das Zugvideo verschiebt sich aufs nächste Mal, wobei es kann sein, wir werden jetzt mal ein bisschen Ordnung machen, dass wir hier wieder gehen können, ohne hier den ganzen Staub aufzuwirbeln, und dann gibt es vielleicht trotzdem noch ein Zugvideo. Eine kleine erfreuliche Nachricht haben wir aber trotzdem noch, und zwar, wisst ihr, ich bin immer wieder ein bisschen am Herumräumen. Wir haben jetzt im Keller ein wenig zusammengeräumt, eben auch, weil wir diesen Kasten hier dort jetzt auf den Dachboden rauf, und da haben wir ein bisschen umgeräumt und ein bisschen, sortiert, nicht Lego, aber sonst was. Und da habe ich allen Ernstes einen Werkzeugkasten gefunden mit alten Legosteinen von meiner Kindheit. Und zwar dürfte ich irgendwann, habe ich mich sehr, sehr gefreut, ich dürfte irgendwann mal vor wahrscheinlich Jahren meine Sammlung aus Kindheitstagen sortiert haben, und dann habe ich die Kiste, das war noch bevor Wild City gegründet wurde, habe ich die Kiste wahrscheinlich irgendwo reingelegt, damit man später weiter sortieren kann. Und wir haben hier jetzt eine Kiste mit jede Menge Palmenblättern, dann auch Rädern, und was mich sehr freut, auch sehr viele Ritterteile sind hier drinnen. Also das sieht eigentlich ganz cool aus. Minifiguren zwar keine, aber ich weiß ziemlich genau, wo so das ein oder andere Teil, oder auch besser gesagt teilweise sogar halbe Sets hingehört. Und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass wir die gefunden haben. Die habe ich anscheinend mal nach Farbe sortiert, um die Sets zu komplettieren. Ihr wisst, wir haben ja noch immer nicht alle Sets aus meiner Kindheit wieder zusammen, aber das kann uns jetzt auf jeden Fall weiterhelfen. Die Steine sehen auch ganz gut aus, also die wurden die letzten Jahre so traurig. Wir haben hier Wild City aufgebaut und hier, keine Ahnung, eine der größten Lego-Anlagen, vielleicht, keine Ahnung, in der Geschichte des Lego-Hobbys. Wahrscheinlich nicht. Es gibt sicher viel größere Anlagen. Und diese Kiste hier wartete schon, oder diese Teile warten hier schon jetzt seit mittlerweile 2,5 Jahren, dass sie hier eingebaut werden. Und die waren unten im Keller und sind nicht dazugekommen. Es dürften aber nicht nur alte Teile sein, denn zum Beispiel dieser Umhang hier, der war mal bei einer Minifigurenserie dabei. Da gab es so einen Mexikaner mit Sombrero und der hatte diesen Umhang um. Das freut mich auf jeden Fall sehr, und diese Teile werden jetzt dann natürlich auch einsortiert, und wir werden schauen, ob wir zum Teil die Sets aus meinen Kindheitstagen aufbauen können. Weitere gute Nachricht übrigens, die Hedwigs oder Hedwige, was auch immer der Plural ist, fliegen wieder. Also hier und die beim Hogwarts-Schloss fliegen auch wieder, also alles gut. Und Nummer 2 ist dort drüben. Ja.
Ganz genau. Also wir werden jetzt ein bisschen Ordnung machen, schauen, dass wir uns auch wieder hinsetzen können beim Fenster, wo Rita, so das ist ja ein bisschen überbelichtet, weil dort die Sonne reinscheint, ist auch ein wenig Dreck runtergefallen, dass wir dort wenigstens wieder Kaffee trinken können. Und ja, ansonsten haben wir natürlich, hier ist noch nichts gemacht. Hier ist dieses eine Set aus dem Legoland, was mir sehr gut gefällt, hier mit diesem kleinen Tuk-Tuk und auch dem Eichkätzchen. Und Rita habe ich so ein Hogwarts Moments Buch gekauft und ob ihr es glaubt oder nicht, sie wollte es nicht. Hat ganz billig bei Amazon gegeben, ich glaube 13 €, war ein Warehouse-Deal. Ich habe gesagt, Rita, willst du das? Sie hat gesagt, nein. Es gab 3 Ich habe es trotzdem bestellt. Es gab 3 zur Auswahl und ich habe gesagt, 2 interessieren mich, wenn dann, und 1 gar nicht. Und er hat mir das gekauft, was mich gar nicht interessiert. Also so viel dazu. Gut, dann bekommt nächstes Mal meine Verehrerin dieses Set und du nicht, die wird sicher mehr Freude damit haben. Ja, wir werden jetzt hier ein bisschen Ordnung machen. Danke für eure lieben Kommentare unter den vergangenen Videos und keine Sorge, Zugvideo kommt bald oder sehr bald. Wir werden unser Bestes geben. Und gebt eure Meinung ab, ob ihr zuschauen würdet bei dem Putz-Livestream. Nicht, dass wir einen Putz-Livestream machen, weil Christoph voller Freude sagt und dann schaut keiner zu. Richtig. Bitte in die Kommentare. Ja, richtig. Gut. Bis demnächst und hoffentlich mit besseren Nachrichten. Einen schönen Tag. Baut was Schönes. Tschüssi. Tschüss.